sage auch heute, ein Talent ist für mich auch, sich durchzubeißen. Fleiß ist für mich auch ein Talent, weil heutzutage gibt es das nicht mehr so oft, sich vielleicht mal, wenn es schwierig wird, noch einen Step und wieder aufzustehen und wieder aufzustehen. Natürlich, die heutige Jugend ist darauf eingestellt, zu sagen, höher, schneller, weiter. Wo verdiene ich am meisten? Okay, das muss ich studieren. Und da sage ich, nee, du musst das studieren, wo du happy bist am Ende, wo du gerne hingehst. Welcome to the Behind the Athletes Podcast. Heute unser Gast, Co-Trainer des FC Barcelona, Bundesliga-Legende, unter anderem beim HSV und Schalke 04, im Ausland bei Sevilla, Nationalspieler und eben jetzt auf der Trainerbank in Barcelona. Ich habe mich mit Heiko Westermann getroffen, um über High-Performing-Teams zu sprechen, seine Karriere, seine Learnings und seine jetzige Rolle als Trainer. Er gibt gute Einblicke, wie er versucht, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, wie wichtig es ist, unterschiedliche Kulturen kennenzulernen und schätzen zu lernen. Wir sprechen über die gute Zeit in Sevilla und sicherlich auch diese Erfahrung, die ihm jetzt geholfen hat in Barcelona. Einen großen Dank nochmal an Athlete Capital, Tim Zwiener und Mathis Hecht. Die beiden kannten sowohl Heiko als auch mich und haben gesagt, Mensch, ihr habt so viele ähnliche Themen, Sportbusiness, Teams, die Zukunft von Sport an sich. Und wir haben uns getroffen, sehr, sehr gut verstanden. Es hat großen Spaß gemacht. Es war viel dabei zu den eben genannten Themen. Und lasst uns loslegen. Let's go mit Heiko Westermann. Also Heiko, zweiter Versuch. Schön, dass wir heute hier sind. Hi Marc, grüß dich. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt Heiko gesagt, du hast Marc gesagt. Ja, Wahnsinn. Heiko, ich habe mich ziemlich viel mit deiner Karriere beschäftigt, natürlich als Vorbereitung. Du hast ziemlich viele Hüte auf, jetzt als Trainer, früher als Spieler. Du hast schon Startup-Investments gemacht. Du hast, bist voll in deiner zweiten Karriere. Wir sprechen heute über Fußball, über Team, über Trainer sein, über Spieler sein bei Trainern, über ziemlich viele Aspekte, die mich einfach interessieren, um zu verstehen, wie du tickst. Ich habe mich aber gefragt, du hattest mal gesagt, 70% von mir war Fleiß und 30% Talent. Du warst also sozusagen natürlich ein guter Fußballer, aber nicht so, dass es unbedingt offensichtlich war. Was hättest denn du gemacht, wenn du nicht Profifußballer geworden wärst? Ich glaube, ich wäre Richtung Architekt gegangen. Ich hatte damals eine Ausbildungsstelle nach der 10. Realschule schon als Bauzeichner, war aber ganz ordentlich in der Schule und bin dann weiter aufs Gymnasium gegangen. Und es hat sich dann ziemlich schnell rausgestellt, dass mich andere Vereine ganz interessant fanden aus der Bundesliga. Und ich habe das dann ausprobiert mit 17 und habe dann wirklich auch mal ein Jahr mich darauf konzentriert. Es gab ja damals auch noch Zivi und Bundeswehr. Und so hat man ja auch noch ein Jahr so Überbrückung gehabt. Konnte man das dann umgehen sozusagen als guter Sportler? Umgehen konntest du es nicht. Ich habe damals Zivi gemacht. Ich war noch nicht in einem Sonderprogramm auch von der Bundeswehr. Da gab es ja auch so ein Sportprogramm. Hab dann Zivi gemacht beim Roten Kreuz, was natürlich auch nochmal speziell war. Hab dann alles auf eine Karte gesetzt. Das heißt, du hast eigentlich Fußballerleben gehabt oder Jungprofileben und dann warst du parallel Zivi. Genau. Was habt ihr genau gemacht? So Seniorenbetreuung oder Krankenhaus? Genau, oder? Seniorenbetreuung. Wir hatten dann, am Anfang war ich dabei, dann ging das zeitlich nicht mehr ganz, dann habe ich einen Hausmeister unterstützt. Also ich war Mädchen für alles, dann habe ich auch im Weihnachtsmarkt gearbeitet, 2 Wochen mal, also alles. War das eine gute Kombi im Nachhinein? Weil sozusagen ich werde schon fast Profi sozusagen im anderen Teil des Tages kümmere ich mich um, ich sag mal jetzt die Bettpfanne, Immobilien, Seniorendienste nicht, die ich irgendwie lernen muss oder um quasi mal ganz andere Themen. Oder hast du da eine besondere Erinnerung an diese Zivi-Zeit? Das ist ja gerade eine große Diskussion in Deutschland, ob man wir sind ja relativ gleich. In unserer Zeit endete das ja so langsam mit Zivi. Das ist ja gerade eine große Diskussion in Deutschland, ob man das wieder bräuchte vielleicht auch nur ein halbes Jahr. Also mir hat es bestimmt nicht schlecht getan. Also du siehst auf jeden Fall Sachen, die manchmal auch nicht so schön sind. Aber mir hat's auf jeden Fall gut getan. Ne? Und auch 2 Wochen auf dem Weihnachtsmarkt zu stehen, von morgens um 10 bis abends um 8 und Lose verkaufen, hat mir bestimmt nicht schlecht getan.
Okay, aber wir haben schon gesagt, also vielleicht noch eine Rückfrage, Architektur, sag nochmal genau, vielleicht, was hat dich daran fasziniert sozusagen, dass du den Weg gehen wolltest? Mm, Ich kann es gar nicht sagen. Ich war gut in Mathe, ich war gut im räumlichen Denken, hatte schon immer, also ich war kein guter Maler oder so, ne? Aber so mit Strichen und so, das habe ich noch hinbekommen. Ähm, ja, und ich fand das Architektur immer schon interessant Hat sich das irgendwie. weitergetragen irgendwie in deinem Leben beim eigenen Haus oder bei eigenen irgendwie Sachen, dass das... Ja, also ich habe natürlich, wir haben, oder ich habe einige Häuser oder Wohnungen gebaut, ja, aber ich habe es dann im Nachhinein auch nicht mehr verfolgt, ehrlich gesagt. Okay. Ja. Und als deine Eltern, wie war das bei dir sozusagen? Wir sprechen jetzt viel über was jetzt ist, aber so ein bisschen, um dich zu verstehen, muss man ja dann vielleicht auch mal gucken, wie es anfing. Waren deine Eltern dann voll da hinterher oder haben die gesagt: „Mach das mal“, oder waren die eher so: „Boah, jetzt macht er diesen unsicheren Weg?“ Das war ja schon noch anders damals als heute. Also, heute, wenn du irgendwie gefühlt, guter Fußballer bist, dann kommst du durch so eine NLZ-Struktur, ist ja alles viel transparenter, aber bei dir gab's ja gar kein NLZ, sondern, du bist Nein, mit, ich glaube, 2000 mit 17 dann zu Greuther Fürth gegangen, ne? nein, sie haben mich wahnsinnig unterstützt. Also mein Vater war auch ein bisschen aus dem Fußball. Ähm, Meine Mutter hat mich wahnsinnig unterstützt, hat mir geholfen, ob es jetzt mit der Wäsche war oder, oder auch mal irgendwo hinbringen. Also die hätte mich auch nachts um 2 Uhr, 3 Uhr überall abgeholt. Dein Vater war Trainer dann oder? Nee, mein Vater hat mich auch, der war auch Fußball interessiert und hat mich natürlich auch gerne überall hingefahren. Ich hatte natürlich eine Sache, die ein super Freundeskreis und die alle gute Fußballer waren. Also wir waren immer eine 4, 5 Jungs und wir sind vom einen Verein zum nächsten gegangen, zur höchsten Liga und dann wieder zur höchsten Liga. Und das ist schon cool, wenn du mit deinen Kindergartenfreunden dann bis fast 16, 17 zusammenspielst, Fußball. Cool. Das wäre ja heute gar nicht mehr möglich, weil heute ist ja so, wenn du bei einem Verein bist, dann kommt sozusagen das NLZ vom Bundesligist und oder zweite Genau, Bundesliga und genau. Und ja, es muss jeder wissen, selbst wissen, wie er es macht. Ich bin immer der Ansicht, dass man nicht so weit von zu Hause weggehen sollte zu früh. Also mit 11, 12, 13. Das ist schon sehr früh. Also man verlässt ja seinen Freundeskreis und meistens sitzt man auch viele Stunden im Auto, investiert viel und da verliert man viel Zeit und viel Spaß. Ja? wann hast du das erste Mal so richtig Druck gespürt, dass es so ernst gefühlt wird oder Also Druck von außen habe ich nie so extrem wahrgenommen. Es war eher so Druck von mir selbst. Also ich war so, ich will es heute gar nicht mehr so sagen, ich war so perfektionistisch veranlagt. Also wenn ich selber keine gute Leistung gebracht habe, war ich der größte Kritiker. Ne? Ja. und wir hatten es ja eben schon gesagt, das Thema Fleiß versus Talent sozusagen. Ähm, 70% Fleiß, 30% Talent. Hörte sich auf den ersten Blick so an, wow, der Bundesliga-Profi, der auch Nationalspieler war, der muss doch eigentlich mehr Talent haben, sozusagen. Ist das eine Beobachtung, die du jetzt sowohl in deiner Karriere als auch als Trainer gemacht hast, dass es eigentlich fast immer mehr Fleiß ist als Talent? Oder gibt es Mm, diese, ich sag mal so, ja, jetzt, ich wann denke habe jetzt ich das an, gesagt mit 70, 30? ja, Wie habe lange ich ist das her? gefunden, das muss ich mal gucken. Die Quellenangabe habe ich jetzt nicht parat, leider. Aber Nein, ich war ein guter Fußballer. ja. Also zu meiner Jugendzeit ist ja keine Frage. Aber was ich natürlich immer gemacht habe, ich habe immer extra gemacht für mich selbst. Ja. Ich sage auch heute, ein Talent ist für mich auch, sich durchzubeißen. Ja. Fleiß ist für mich auch ein Talent, Mhm. weil das heutzutage gibt's das nicht mehr so oft, sich vielleicht mal, wenn es schwierig wird, noch ein Step und wieder aufzustehen und wieder aufzustehen. Ne? Ich finde das auch ein Talent. Das stimmt, ja. Vor allem sich sozusagen auch ein bisschen abzuschotten von dem Ganzen, was drumherum passiert, sondern einfach zu sagen: „Ich gebe jetzt weiter Gas.“ Das gilt ja auch für Unternehmer, die ein Unternehmen gründen wollen. Ist ja auch ein Talent, dann zu sagen: „Okay, ich mache jetzt weiter“, anstatt irgendwie bei dem ersten Windstößchen in Anführungsstrichen, ja, zu sagen: „Oh, hat doch nicht geklappt“, ne? Ja, absolut. Ähm,
Du hast eine unheimliche Karriere gemacht. Alle, die hier zuhören werden dich kennen. Du warst extrem erfolgreich, bist dann von Greuther Fürth in die Bundesliga zu Arminia gegangen, warst auf Schalke, bist dort auch Kapitän geworden, warst beim HSV Vize-Europameister, also ganz, ganz viele große Erfolge. Was mich tatsächlich interessiert hat, ihr hattet auf Schalke eine extrem erfolgreiche Zeit, bist dann weiter zum HSV und dort hattet ihr auch eine ganz, ganz tolle Mannschaft mit bekannten Spielern und da war der Erfolg aber nicht so da. Jetzt von außen drauf geschaut, kann man das irgendwie vergleichen, dass man sagt, warum es vielleicht auf Schalke damals besser geklappt hat in den Rahmenbedingungen und der Teamdynamik? Oder wie erinnerst du dich an diese Zeiten? Vielleicht kann man es auch nicht vergleichen. Ist schwer zu vergleichen. Es sind, also die eine Sache ist ziemlich ähnlich. Das sind zwei riesen Traditionsclubs, wo die Presse natürlich auch viel, ich sag mal, viel erzählt wird. Bei Schalke war es so, wir hatten ein sehr gutes Fundament, was die Mannschaft angeht. Also ich bewerte immer die Mannschaft. Ich kann jetzt nicht Clubbedingungen jetzt groß erzählen. Also die Mannschaft an sich war sehr gefestigt, geschmückt mit einer guten Kette, also guten Struktur, ältere Spieler, wo auch noch eine gewisse Hierarchie da war. Und dann HSV waren viele Stars, aber der Zusammenhalt war nicht so da wie auf Schalke. Also ich glaube, so ist am einfachsten so ein bisschen zu erklären. Ich habe mich das schon öfter gefragt, dass sozusagen mehr oder weniger ähnliche Mannschaften, also nehmen wir die Nationalmannschaft, 2014 werden wir Weltmeister und ich würde fast sagen 2018, ich glaube, man kann es an Zahlen sehen, dass wir den eigentlich höheren Kaderwert hatten, 2018, und da fliegen wir in der Vorrunde raus. Und das interessiert mich halt immer so, weil das geht ja am Ende in die Richtung, wie baust du ein High-Performing-Team? Ja, es ist super interessant, können wir uns stundenlang drüber unterhalten. Das ist natürlich die schwierigste Aufgabe, ne? Ein Team zusammenzustellen, das High-Performance-Leistung bringt. Das ist am Ende in jedem Job so. Ja. Aber du bist jetzt aktuell Co-Trainer in Barcelona, hast im Jugendbereich jetzt viel gemacht, auch Fortuna und beim DFB. Was sind denn so Eckdaten? Worauf guckst du als erstes, wenn du jetzt eine Mannschaft siehst? Hast ja eben gesagt, beim HSV war es gespickt mit Stars. Du bist ja auch als absoluter Star dann nach Hamburg gegangen. Hat aber nicht so gut funktioniert. Wir wollen nicht so hier im Podcast immer drüber sprechen, was nicht funktioniert, aber was funktioniert denn besonders gut oder vielleicht auch von Trainern abgeleitet? Was machen bestimmte Trainer besser als andere in der Teamführung? Ja, am Ende geht es um den Menschen. Der Mensch muss im Zentrum stehen. Ne? Und mit dem Menschen zusammen kommt das Team und das muss im Zentrum stehen. Und alles andere kommt danach. Und wenn man das hinbekommt, und meistens die guten Trainer, die richtig guten, können das sehr gut mit Menschen umgehen. Ja, und das kommt als erstes. Ja. Und ich glaube, dann kannst du einen Spieler oder einen Menschen zur Höchstleistung bringen. Ja, wenn er im richtigen Job ist und Bock darauf hat. Hast du dann, oder gibt es da einen Trainer, der dich da aus deiner Zeit der das genau besonders gut konnte? Ja, es gibt einige Trainer, die das konnten. Ne? Ich fand Thomas van Heesen super, zum Beispiel. Dein erster Trainer in Bielefeld war? Mein erster Trainer in Bielefeld, der menschlich echt top war und auch taktisch das gut gemacht hat. Ich hatte einen Peter Bosch zum Beispiel. In Amsterdam? In Amsterdam, wo jetzt vielleicht einen anderen Verein nicht diesen Riesenerfolg hatte in Deutschland, aber für mich als Mensch und Trainer top. Ich meine, auch ein Hansi Flick als Mensch top, auch taktisch gesehen top. Also am Ende ist es, glaube ich, also für mich persönlich ist es am Ende immer, dass das Team und der Mensch im Mittelpunkt stehen sollte. Und gibt es irgendeine Erinnerung aus deiner Zeit als Spieler, wo dich mal so ein Trainer richtig beeindruckt hat, wie der die Mannschaft geführt hat, oder wo du irgendeine Geschichte noch im Kopf hast? Kann ich jetzt gar nicht, fällt mir jetzt auf Anhieb nicht sein. Also es ist ja immer so, im Fußball läuft ja nicht immer alles gut, ne? Du hast immer schwierige Situationen, die kommen immer mal. Und da
als Trainer ruhig zu bleiben und die richtigen Fäden zu ziehen. Ne? Als Chef ist, glaube ich, das Wichtige. Habt ihr dann in so einem Trainerteam eigentlich, ich meine, ihr habt einen Kader von 25 Spielern oder sowas in dem Dreh, ja, oder Ja, mehr vielleicht, genau. weiß ich nicht. Nee, so Ja. Habt ihr dann, also ich vergleiche das immer, wenn ich als Unternehmer so meine Firma habe, dann weiß ich eigentlich, sage ich mal, bei den wichtigsten 10, 15 Leuten, ich sag mal, dann weiß ich, ob die gut gefrühstückt haben oder nicht. So, das ist mir wichtig, weil ich das also auch ein Risikokontrolle, weil ich irgendwie wissen will, was bei denen so ungefähr los ist. Habt ihr das auch, dass ihr eigentlich wisst, oder du sagst, hey, eigentlich weiß man als guter Trainer in Anführungsstrichen, was bei jedem meiner 25 los ist, oder teilt man sich das im Trainerteam auf, oder ist es, weil man hört ja immer wieder in der Presse, ich bin jetzt nicht aus dem Sport und aus dem Fußball, aber dass sich Spieler beschweren, der Trainer redet nicht mit mir, also diese, sag ich mal, das wird ja auch mal gerne von der Presse aufgegriffen. Ist das bei dir so, dass eigentlich, dass du sagst, nee, die guten Trainer wissen eigentlich immer, was bei den entsprechenden Spielern los ist und kommunizieren dann auch ausreichend häufig mit denen? Normalerweise ja. Wir sind jetzt der Wechsel, ich weiß nicht, wann der Wechsel stattgefunden hat, so wir machen alles im Team, wir laufen dieselbe Zeit, alle geradeaus, keiner darf eine Kurve nach rechts. Ja, da will ich so ein bisschen bis hin ja, genau. zu der individuelle Part. Wir behandeln oder die Spieler werden individuell behandelt, Einzelsitzungen, viel mit ihnen geredet. Also diese Änderung kam ja in den letzten 10 Jahren und ist ja jetzt immer mehr und mehr, dass der Trainer ja auch so der Manager so ist für alles, ne? Ja, ich finde es ganz interessant, nämlich, weil sozusagen diese Individualität, der Tom Brady ist ja von den New England Patriots als 7-facher oder 6-facher Super Bowl Champion nach Tampa Bay gegangen, nach Florida. Und in so eine Mannschaft, die für ihn eigentlich so zu schlecht war, in Anführungsstrichen. Und der Trainer war vorher auch nicht so erfolgreich gewesen. Und da hat der Trainer zum Beispiel bei ihm gesagt, der durfte sozusagen, der hat nicht versucht, quasi Trainerchef zu sein, sondern hat gesagt, ey, du hast schon 6 Super Bowls gewonnen, du nimmst jetzt eine andere Rolle hier ein, du bist so eine Art Spielertrainer für mich auf dem Platz. Und das hat Tom Brady öfter mal gesagt, das war für mich, oder für ihn war das genau richtig, weil er sozusagen sich nicht unterordnen musste unter einen Trainer, der eigentlich viel weniger Erfahrung hatte. Gleichzeitig haben die sich extrem gut ergänzt. Habt ihr das auch oder hast du das auch gesehen? Das muss ja gar nicht jetzt so viel zu deinem aktuellen Job sein, sondern auch in der jüngeren Mannschaft, dass bestimmte Spieler, die so herausstechen, dass man denen auch eine besondere Rolle dann nicht eine besondere Rolle, aber dass man halt wirklich sagen muss, man muss diese individuellen Stärken so zu euer Trainerteam baut, es eigentlich, dass eure Aufgabe ist, das Puzzle dieser einzelnen Charaktere möglichst gut zusammenzubauen. Ja, also das ist eigentlich Cheftrainerarbeit, ne? Schon. Also wir als Trainer oder ich als Co-Trainer bin dafür da, auf dem Platz und gewisse Sachen zu machen. Ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, du hast ja eben eigentlich schon gesagt, man muss den Spieler kennen. Und man muss wissen, was ihn triggert und was ihn nicht triggert und wie man ihn zur Höchstleistung bringt. Das ist am Ende das Geheimnis davon. Ne? Und wenn jetzt Tom Brady in der Rolle aufgeht, dann hat der Trainer alles richtig gemacht. Ja. Ja? Ja. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ja, weiß ich nicht. Ist schwer zu sagen. Mit Sonderstatus ist natürlich immer so eine Geschichte. Wenn ein Spieler Sonderstatus hat, das sehen auch die anderen Spieler. Ja? Also bin ich eher schon dafür, im Team jeden gleich zu behandeln. Ja. Ja. Du bist ja auf Schalke Kapitän geworden und warst auch beim HSV Kapitän. Also, und vielleicht für alle Jüngeren, die hier zuhören, die beiden Vereine waren das Nonplusultra in Deutschland, neben vielleicht Bayern und Dortmund. Wie kam es denn, dass du gerade immer in diese Kapitänsrolle reingewachsen bist? In so einer, ich glaube, jeder, der uns jetzt ein paar Minuten zuhört, du bist ja nicht der geborene Lautsprecher, der Ich kann laut sprechen, ne? ja. Aber nee, keine Ahnung. Also ich war immer Teamplayer. Das war mir immer wichtig. Das Team an sich war immer loyal. Auf mich konnte man sich immer verlassen. Also ist auch heute noch so. Und ich lasse auch mit jedem, den ich zusammenarbeite oder so, lasse ich auch nichts darauf kommen. Also den werde ich immer verteidigen, falls was. Und
Dann am Ende, ob es die Mannschaft war oder der Trainer, haben dann gesagt, ja, dass ich Kapitän werden sollte. Ne? Und das war eigentlich nichts Weltbewegendes. Ne? Ja, bei deiner ersten Kapitänsstation auf Schalke bist du ja 2009 Kapitän geworden. Ihr wurdet sogar Vizemeister, also super erfolgreiche Saison. Und es gibt ein Zitat von Felix Magath, dass dir die Trainerbinde nicht gut getan hat. Oder ist das nur Presse gewesen und du bist ja dann auch gewechselt? Oder du warst ja das erste Mal Kapitän sein. Ich stelle mir das schon schwierig vor, in so einer Mannschaft gespickt da war ja von Kurani und da waren ja viele Stars auch. Kapitän von Felix Magath war schwierig. Genau, du hast ja plötzlich zwei Kunden. Du hast die restlichen Spieler und den Trainer, ne? Und das ist ja eben, im Nachhinein hast du diese Rolle unterschätzt oder? Ja, klar. Im Nachhinein würde ich jetzt sagen, es war harte Zeit. Es war echt, obwohl wir sind Zweiter geworden. Ich war extrem viel verletzt. Das hat auch was mit mir gemacht. Ist ja keine Frage. Also man muss ja auch die Erfahrung erstmal machen. Einen großen Club. Mit Felix Magath einen Coach gehabt, der nicht mit vielen Spielern geredet hat, aber mit mir auf jeden Fall. Und nein, war eine Erfahrung, die echt wertvoll war für mich persönlich. Ob ich damals so weit war, kann ich gar nicht beurteilen, das müssen andere. Bloß ein anderer wollte es auch nicht machen zu der Zeit. Aber wenn ich meine, du bist dann beim HSV, hattest du 5 Jahre, die extrem schwierig waren, 2-mal Relegation und genau der Gegenteil vom Anspruch, also so wie wenn Bayern jetzt Relegation spielen würde, war das ja damals. Hat dir genau diese Erfahrung dann geholfen? Du bist ja beim HSV wirklich zum Mitspieler geworden, HW4 und da gab es ja alles Mögliche. Du bist ja wirklich, also trotzdem, dass ihr so schlecht gespielt habt, warst du ja ein absoluter Fanliebling. Ja, mal so und mal so, ne, würde ich sagen. Aber aus der Wahrnehmung jetzt. Ja, es war eine harte Zeit, aber auch wieder eine Zeit, wo ich im Nachhinein sage, damals habe ich gesagt, ich bin oft nach Hause gekommen und habe mir gesagt, boah, wie lange willst du dir das noch antun? Ne, wo du dann wirklich, also wenn du den Spaß am Spiel verlierst, das ist das Schlimmste für einen Fußballer. War das zu der Zeit so ein bisschen? Ja. Wenn es dann nur noch ums Überleben geht und das nächste Spiel und das nächste und dass du den Spaß auf dem Platz gehen zu verlierst, das ist das Schlimmste für den Spieler. Also für mich persönlich ist das das Schlimmste und für jeden Spieler, also ich sage jetzt mal 90% auch. Klar hat mir das vielleicht die Kapitänsbinde in dem Sinne noch mehr Druck gegeben, aber ich habe den gewissen Jungs auch, glaube ich, damit geholfen, die Binde zu nehmen. Ne? Und ja, die Zeit war hart, keine Frage. Ne? Wenn du da heute als Trainer drauf guckst, was kann man da manchmal in diesen Situationen machen, um aus so einer, ich meine, das ist auch wieder eine Analogie zum realen Leben. Manchmal hat man das Gefühl, die Scheiße klebt einem am Fuß sozusagen, auch im normalen Leben. Ist es dann vielleicht mal besser, irgendwie nochmal was ganz zu ändern? Dass man vielleicht mal irgendwie Routinen komplett durchbricht oder wie seid ihr dann damit umgegangen und wie würdest du heute so mit so einer Situation umgehen, wo es einfach über lange Zeit nicht gut läuft? Ja, was soll der Trainer jetzt, also ich hatte 11 Trainer in 5 Jahren in Hamburg, hast du immer viele Veränderungen. Wahnsinn. Ne? Das heißt, 11 wenn Trainer in du 5 immer, Jahren, nochmal ganz kurz, also wenn du im Schnitt so alle halbe Jahr einen neuen Chef hast und der neue Chef hat eine andere Vorgehensweise wie der alte, ist natürlich schwierig, wie sagt man, Rhythmus in die Mannschaft reinzukriegen. Ne? Dann hatten wir ein paar Wechsel auch, mal hier und da, viele junge Spieler. Und die Stabilität hat einfach gefehlt, die Stabilität an sich. Und ich glaube dann immer wieder so in Abläufen zu sein, immer wieder das Gleiche, auch immer wieder diesen Teamgedanken, Team. Glaube ich schon, wäre es besser gelaufen. Ne? Dann wären wir stabiler gewesen. Aber so immer mit den vielen Wechseln und ist es auch völlig normal, dass das passiert. Also wir sind dann auch kein Hochleistungsteam mehr gewesen. Das ist einfach so. Ja, wir hatten bessere Spieler, also wir hatten die besseren Spieler, wie wir gespielt haben. Ja. Das hat man ja oft in Mannschaften. Also wir haben mit
gerade mit Maxi Arnold auch darüber gesprochen, dass die hatten ja auch Relegation mit Wolfsburg und das war eigentlich damals die starke Mannschaft mit Gomez und Luis Gustavo. Und mit einer nicht so bekannten Mannschaft haben sie vorhin DFB-Pokal gewonnen. Deswegen, ich würde gerne noch mal ein bisschen, und das finde ich nämlich, weil du die Perspektive als Spieler und Trainer hast, dieses Thema High-Performing Teams. Du hast jetzt gesagt, der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Es muss eigentlich eine Achse geben. Alte Spieler, ältere Spieler, jüngere Spieler. Aus deinen ganz praktischen Erfahrungen, was sind denn gute Dinge, die für dich funktionieren? Was macht ihr mit den Spielern? Was hört sich immer so schön an, dass die Mannschaft dann so, ich bin mal gespannt, man ist ja gerade Frauen-Europameisterschaft, da sagen die Frauen ja auch gerade, dass die so ein gutes Team sind und so weiter. Ist das manchmal auch ein bisschen Glück oder gibt es da aus deiner Sicht schon die Bausteine, die du, ich sage mal, wie so ein kleines Playbook, was du an verschiedenen Elementen so machen kannst, damit dieses High-Performing-Team halt zusammenwächst? Weißt du, um so ein bisschen genauer zu verstehen, was heißt der Mensch im Mittelpunkt? Also erstmal muss das Team außenrum funktionieren. Du hast ja auch hast ja auch einen Staff. Ja. Du hast ja nicht nur einen Trainer-Staff, du hast auch einen Staff da hinten dran. Ein Physiotherapeut hat mit dem Spieler eine Menge Zeit zusammen. Die müssen ja auch alle funktionieren und die müssen auch zusammen im Team, also dabei sein. Ne? Und das sind große Räder, die da drehen. Ne? Und wenn das funktioniert und wenn die Energie, ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, wenn die Energie da passt und du merkst, okay, du gehst morgens zur Arbeit, wenn ich jetzt reinkomme und ich gehe gerne zur Arbeit und begrüße alle herzlich und da hast du eine ganz andere Energie und die Spieler spüren das. Die gehen auch anders dann um oder sind anders auf dem Platz, absolut. Und dann nimmt das auch ganz andere nochmal Energie an auf dem Platz oder insgesamt im Verein. Ja. Das ist ganz interessant, weil du sagst ja, der Staff schafft die Rahmenbedingungen. Hast du als Spieler aus noch irgendjemand in Erinnerung, wo du sagst, jetzt abseits deiner Mitspieler und des Trainers, waren so wichtige Personen für dich in deiner Karriere aus dem erweiterten Staff, ob es vom Busfahrer bis zum Physio? Nee, ich habe mich immer super verstanden mit dem Zeugwart. Ich habe mich immer gut verstanden, auch mit Physio oder so. Ich hatte immer mit den Leuten außerhalb der Mannschaft auch super verstanden. Ja? Und kleine Anekdote ist ja auch, aus meiner Karriere noch, ob es jetzt Wien war oder so, wenn du dann Leute hast, die bei dir im Staff sind, die du dann was fragst, wieso ist das so und so? Und er antwortet, es war schon immer so. Und es haben schon viele versucht, es zu ändern. Aber es hat nicht funktioniert. Und dann denkst du dir, und dann drehst du durch und dann denkst du dir, wie kannst du sowas sagen? Und sowas zu verändern, das ist das Schwierigste. Diesen alteingefahrenen, wir sind der Dino, HSV, dieses eingefahrene Denken, ja, der HSV ist doch viel größer und wir sind doch eine Top-Mannschaft. Hinter Bayern München müssten wir doch stehen und so. Nein, ist es aber nicht. So ist es nicht. Ja. Wir sind ganz woanders. Ja. Wir müssen kleine Brötchen backen. Ne? Ja, es hat am Ende ja sogar dann, diese Einstellung hat ja dann wahrscheinlich mit zum Abstieg auch beigetragen, den es mal gab. Jetzt ist ja glücklicherweise gerade anders. Du bist ja wahrscheinlich immer noch. Ja, und am Ende musst du alle an einem Strang ziehen. Ne? Klar hast du immer mal Pappenheimer drin, aber wenn 80% in die gleiche Richtung laufen, dann ist das völlig okay. Ne? Du hast jetzt viel über Rollen gesprochen und so weiter im Team, wie das Team außenrum funktioniert. Ich habe gelesen, und das kannst du mich gerne korrigieren, dass du ja vor allem auch so ein bisschen als Fußballer erfolgreich warst, weil du bestimmte Rollen gut ausfüllen konntest. Wir haben über die Rolle als Kapitän gesprochen, aber wir haben auch die Rolle spielerisch auf dem Platz gesprochen. Mal Innenverteidiger, Außenverteidiger. Also du warst ein sehr flexibel einsetzbarer Spieler und hattest diese Rollen. Und eine ganz interessante Rolle zum Ende deiner Karriere war ja, da gibt's, kennst du wahrscheinlich, gibt's einen Bericht, dass die Mutter von einem der besten Verteidiger, die Oma von einem, jetzt lacht er schon, jetzt weiß er, was kommt, glaube ich, ne? Matthijs de Ligt, der war damals ein großes Talent in Amsterdam, ist ja dann auch bei Bayern und Juve und jetzt aber bei Manchester United, glaube ich. Ja, genau. Also durchaus erfolgreiche Karriere gewesen, dass die sich öffentlich bedankt hat, dass du ihn so gut gefördert hast, weil das war ja schon eine Zeit, wo du auch sehr viel verletzt warst und nicht so viel spielen konntest in der Saison.
Hast du dir immer so ein bisschen auch selber deine Rolle gesucht? Du hast ja vorhin schon gesprochen, dass du als dieses architekteninteressierte Kind so ein bisschen das große Ganze gesehen hast. Also Ajax war sehr speziell. Ich habe immer gespielt in meiner Karriere. Ja, habe ich nie auf der Bank gesessen. Ich glaube 1 oder 2 Spiele. 312 Bundesligaspiele? Ja, und ich habe zweimal auf der Bank gesessen, von Beginn an. Also ich habe immer gespielt. Und dann Sevilla habe ich auch immer gespielt. Ich war dann leider fast ein halbes Jahr verletzt. Und dann gehe ich nach Amsterdam und hatte mich mit Peter Bosz getroffen vorher. Und dann sagt er, ja, Heiko, ich sehe dich so in der Rolle, so die jungen Spieler zu unterstützen. Ja, und wir spielen so und das und hier. Und ich fand das überragend. Und dann habe ich mir gedacht, es haben schon viele Trainer zu mir gesagt, ja, mal gucken, so ungefähr, wahrscheinlich bist du eher so auf der Bank. Und dann war ich echt auf der Bank. Und es war die erste Mal für mich die Erfahrung, auf der Bank zu sitzen. Und wenn du das, also ich als Trainer jetzt, und ich habe das erlebt, wie sich ein Spieler fühlt, der auf der Bank sitzt jetzt. Ne? Und das hat mir enorm geholfen. Ne? Die ersten 3 Monate waren echt hart für mich, das zu akzeptieren und die neue Rolle anzunehmen. Das ging nicht von heute auf morgen zu sagen, ich mache jetzt hier, ich unterstütze jetzt die jungen Spieler, ich mache jetzt hier und da. Ich habe die schon immer unterstützt, aber wirklich komplett eine andere Rolle einzunehmen. Ne? Und das war schon eine Riesenentwicklung für mich. Ich hatte auch meinen Berater, habe ich alle 2 Wochen angerufen, habe gesagt, du kannst mich hier wegholen, ich will irgendwo hingehen, wo ich Fußball spiele. Aber weil du gerne Fußball spielst oder weil es auch ein bisschen ein Ego-Ding war, dass du sozusagen, ich stelle mir das schon, man braucht ja ein gewisses... Weil ich gerne Fußball spiele. Weil ich ein Teil davon sein will auf dem Platz. Wobei, und weil ich das Spiel liebe. Trainer ja auch den Ersatzspielern sagen, ihr seid auch Teil davon, ne? Nein. Aber für mich war es wichtig zu spielen. Dieses Spiel, weil ich kannte das nicht mitzuspielen. Und aber dadurch hat man auch einen anderen Blick bekommen, wie sich ein Spieler fühlt auf der. Also sozusagen würdest du sagen, das ist ein klassisches Beispiel von, der hat dir mal, die Steine, die dir im Weg lagen, haben dir im Nachhinein jetzt viel geholfen. Mhm. Was sagst du denn jetzt heute dem jungen Heiko Westermann, der dann plötzlich auch mal auf der Bank sitzt und der eben nicht weiß, du kannst ja jetzt rückblickend sagen, das war dann so eine neue Phase meiner Karriere, aber die meisten sitzen ja auf der Bank. Ja, er hat es ja zu mir gesagt gehabt. Also es ist ja nicht so, dass war schon so klar, Peter Bosz es mir nicht gesagt hat. Ne? Aber du hast doch trotzdem so ein bisschen, ich habe es jetzt so verstanden, dass er dir es gesagt hat, aber eigentlich hast du gedacht, ich habe mir gedacht, es haben aber schon einige Trainer gesagt, die wissen nicht, ob ich spiele. Ja, genau. Das ist ja diese Selbstbewusstsein musst du ja eigentlich haben. Ja, ne? Genau. Und nein, ich glaube, jeden Spieler wahrzunehmen ist schon als Trainer und im Kontakt zu sein und immer wieder ihn zu unterstützen, ist Pflicht eigentlich. Viele erfolgreiche Unternehmer, aber auch Sportler, die sprechen immer von ihrem Support System, von ihrem Support Network sozusagen. Das ist oftmals Familie. Mit wem hast du dich da? Wer gehört bei dir dazu? Du hast jetzt ja auch, kommen wir ja gleich noch zu einer weiteren Laufbahn, aber du hast ja immer viele Sachen auch wieder neu angefangen, viele Herausforderungen. Machst du das alles mit dir selber aus? Oder arbeitest du mit einem Coach auch ab und zu zusammen? Kommt es dann Family? Wer sind da so deine... Also wenn du jetzt ganz weit zurückrollst, gehen wir mal, ich hatte ja vorhin gesagt, ich hatte einen Freundeskreis, einen guten, mit dem ich auch lange gespielt habe. Ist für mich schon mal ein Riesenfundament gewesen. Ich hatte eine Familie, die immer für mich da war. Also mein Fundament war ziemlich groß oder dick, sage ich mal. Ne? Also dass mich nichts so schnell umhaut. Und dann hatte ich echt Glück auch in meiner Karriere, dass ich die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennengelernt habe. Ich hatte in Bielefeld 2005 hatte ich meinen Kinesiologen, Ernährungsberater, auch Psychologen so halb kennengelernt, mit dem ich bis heute Kontakt bin. Wir sind jetzt befreundet mittlerweile, mit dem ich da angefangen habe zu arbeiten. Ja, und der hat mir enorm geholfen, der hat mich enorm unterstützt, ich weiß nicht, ob ich ohnehin diese ganzen Talfahrten so gemeistert hätte. Ja. Was ist so ein Tool, was du aus der Zeit für dich entwickelt hast, oder so ein Denkmuster, was dir so geholfen hat aus der Zeit? Es gab verschiedene Denkmuster. Also wichtig war für mich ja abzulegen erstmal diesen Perfektionismus. Du musst alles perfekt machen, das geht nicht.
und auch sich selber zu hinterfragen, ja, wenn ich das jetzt mache, ist vielleicht das andere, ist das nicht besser? Und sich selbst zu hinterfragen ist immer nicht gut einfach für mich, also für mich persönlich und ich glaube auch für alle anderen. Dann kann ich mehr wie mein Bestes geben. Also wenn ich jeden Tag mein Bestes gebe, mehr geht nicht. Und ja, und dann hast du natürlich auch gewisse Tools dann entwickelt, ne? Wie du gewisse Sachen in Stressmomenten machst. Das ist ja ganz interessant, weil eigentlich sind ja genau diese Menschen, die so perfektionistisch sind ja eigentlich auch immer in der größten Gefahr, ja, ein bisschen auszubrennen. Du hast mir aber im Vorgespräch schon gesagt, du hättest gerne noch viel länger Fußball gespielt, weil du es so liebst sozusagen. Glaubst du, dass genau diese Zeiten, wo du dann eben auch Talfahrten hattest, dass das wichtig sind? Also man spricht ja so von so einer Resilienz, die man irgendwie für sich aufbaut. Und manchmal läuft es bei einigen, ich keine Namen nennen, aber ich habe auch schon mit Sportlern gesagt, die haben zu mir gesagt, es ist zu lange zu gut gelaufen. Und dann konnte ich mit diesem Widerstand, der da kam, nicht mehr umgehen, weil ich das einfach nicht mehr gewöhnt war. Würdest du das im Nachhinein auch so sehen, dass es eigentlich gut war, dass es nicht immer nur, wobei es sich eigentlich so anhört, das hat bei dir immer ziemlich geklappt, wenn du überall Stammspieler warst, ne? Ja, ich sehe es jetzt positiv, dass es so gekommen ist. Mhm. Ja, natürlich hätte ich mir auch gewünscht, einen Titel zu gewinnen als Spieler. Ist ja auch so. Ich war Vizemeister, ich war Vize-Europameister, ne? war Vizemeister in Holland, ich war, also es war Vize-Europameister, genau. Aber da fängt es ja auch mit an, Sachen zu hinterfragen, die in der Vergangenheit liegen. Ja. Also wenn ich jetzt in der Vergangenheit lebe und sage, oh, hätte ich mal damals das und hier und hätte ich mal diese Wohnung behalten, hätte ich mal, also das sind alles Sachen, die Vergangenheit, die kannst du eh nicht mehr ändern. Ja. Und ich glaube, dass gewisse Sachen gut waren für mich persönlich. Würdest du sagen, zufrieden mit deiner Karriere, trotz keines Titels? Ja, klar. Also Ja, klar bin ich zufrieden. Es ist, am Ende hätte man immer mehr rausholen können. Vielleicht war die Entscheidung nicht richtig oder diese, aber ich habe alle Entscheidungen mit Überzeugung getroffen. Ich habe, jetzt sagt wieder jeder, ja, das kann er nicht sagen, aber ich habe nie was gemacht wegen Geld. Ich hatte Verträge, wo ich viel mehr Geld verdient hätte. Viel. Aber ich habe Sachen gemacht, wo ich einfach überzeugt war, das passt für mich. Hörst du dann viel auf deinen Bauch? Schon. Wenn so dieses Anfanggefühl da ist und dich zieht's dahin und immer mehr und vielleicht ein anderer sagt, nee, kannst du nicht machen und dann fragst du nochmal einen anderen und ja und hier und da und dann wiegst halt ab, ja, positiv, negativ. Aber am Ende zieht sich doch dahin, ne? Zieht sich dahin. Ja, ich kenne das. Also ich glaube, es kennt jeder, der jetzt hört, dass man eigentlich merkt man es vom Bauch her und man hat das Gefühl, aber der Kopf ist auch sehr stark, auch bei Perfektionisten, glaube ich, ne? Das wirst du ja auch kennen. Genau. Das bringt mich zu einem guten Punkt, weil du bist damals vom HSV, du warst 27-facher Nationalspieler, also bist einer der Topstars der Bundesliga gewesen. Und wahrscheinlich ist einer der Punkte, wo du noch große andere Verträge hattest, ja auch zu dem Zeitpunkt gewesen. Und dann bist du nach Sevilla gegangen. Und Leute, die jetzt zuhören, würden sagen, aha, FC Sevilla hat ja 10-mal in Folge. Nee, es gibt 2 Vereine in Sevilla und Betis warst du. Du warst bei Real Betis und die waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nicht so, oder auch generell die letzten Jahre, ist das ja der schwächere Verein der beiden sozusagen gewesen. Erstmal die Frage, wie in aller Welt kamst du von Bielefeld, Schalke, Hamburg, also eine deutschere Fußballkarriere gibt's ja gar nicht, auf die Idee, zu Betis Sevilla zu wechseln? Und war das auch so eine Bauchentscheidung? Also für mich war es klar, dass ich nicht mehr in Deutschland spielen werde. Nach dem HSV. Aber du hattest andere Angebote wahrscheinlich schon? Oder? Ja. Klar, das Interesse war da von der Bundesliga, aber für mich war das ziemlich schnell klar, ich werde in Deutschland nicht mehr spielen. Auch alleine von den letzten 5 Jahren. Ich habe für große Traditionsclubs gespielt. Ich habe da echt viel gelassen an Herzblut. Und für mich war klar, in Deutschland kein Verein mehr.
Also ich werde jetzt nicht nochmal die Überzeugung finden, für einen deutschen Verein so viel zu geben. Und habe mich dann viel mit dem Ausland beschäftigt. Und dann kam irgendwann der Anruf von Raphael van der Vaart. Der war vorher mit dir zusammen in, Genau, in Hamburg. und wer Genau. war schon dort unten? Ne? Der war schon dort unten. Und dann sagte er, ja, kannst du dir das vorstellen? Und dann sage ich, dann habe ich zu Hause gesprochen, Spanien. Und meine Frau war so, bloß nicht Spanien, ey, bloß nicht Spanien. Warum? Ich weiß es nicht mal. So ungefähr. Meine Frau sagt immer, die Sprache, wenn man die nämlich nicht kennt, hört die sich so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Die Mädels waren ja noch klein. Ja. Und die Mädels waren 3 und 6, glaube ich, oder so. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich höre mir das mal an. Ja, und dann habe ich mich mit dem Sportdirektor getroffen. Die waren noch zufällig in Deutschland im Trainingslager. Habe ich mit denen getroffen und es war echt super interessant. Ja. Und mich hat's irgendwie dann gepackt. Ja. Ich bin dann runtergeflogen nach Sevilla, waren 45 Grad im Juli. Oder war es schon Anfang August, kann auch schon gewesen sein. 45 Grad, okay. Ja. Und ich fand ich fand einfach die Stadt schön, ich fand den Verein, mega Stadion, wie Kolosseum habe ich, ja, und dann haben wir uns für Spanien entschieden. Also das war jetzt nicht nur eine Entscheidung von mir alleine. Meine Frau sagt immer, ja, am Ende hast du immer alleine entschieden. Ja, und dann bin ich nach Sevilla. Und es gab bessere Angebote von besseren Vereinen mit mehr Geld sozusagen? Zur damaligen Zeit würde ich gar nicht sagen, es gab bessere Angebote. Also ich hatte mich mit dem Thema Amerika beschäftigt, ich hatte mit Thema Australien beschäftigt, also viele exotische Sachen auch. Und dann, ich fand es aber trotzdem super, weiter in Europa zu bleiben. Also ich sehe mich jetzt nicht, schon so gewissen Kontakt zu Freunden und Familie sollten wir schon noch bleiben. Australien wäre das dann wirklich Neuanfang gewesen. Ne? Also ich glaube, wenn man jetzt auf deine Karriere guckt, ich stelle mal einen Raum, hast du nicht gesagt, sicherlich hat dein Spanisch jetzt auch einen gewissen Einfluss gehabt, dass du gut ins Trainerteam beim FC Barcelona passt. Ist jetzt ja auch in so früher Zeit deiner Karriere keine schlechte Station. Im Nachhinein, jeder, der dich kennt, weiß, glaube ich, diese spanische Kultur macht auch was mit dir. Glaubst du, das ist ja eben genau dieses Beispiel, dass du da irgendwie deinem Bauchgefühl auch gefolgt bist, dass es genau das war und du deswegen auch, ja, dass das für dich, obwohl es eben am Ende dann nur ein Jahr auch war, aber schon irgendwie war das so eine ganz entscheidende Weggabelung für dich, dann diesen Schritt nach Sevilla zu gehen, anstatt nach... Ja, das war der größte Schritt. Für mich als Person war das der größte Schritt. Also ich habe lange gebraucht, um diese deutsche Mentalität abzulegen. Ja, Pünktlichkeit und Du warst heute pünktlicher als ich auf jeden Fall. na, aber ja, wäre mir jetzt auch egal gewesen. Nein, da sehe ich gewisse Sachen, da siehst du anders. Da siehst du so gewisse Sachen dann einfach anders. Weil für die Leute da unten ist einfach das Leben viel wichtiger. Ja? Wie das Arbeiten und gewisse Sachen. Man darf aber Sevilla jetzt auch nicht mit Barcelona vergleichen, weil Sevilla, ich bin runtergekommen, klar, die Stadt ist schön, aber wenn du mal da lebst und Urlaub machst, ist ja immer, ich hatte vorgestern noch ein Telefonat mit einem Kollegen, der jetzt in LA wohnt, und er sagte, ja, zu leben da ist okay, aber Urlaub machen ist schöner. Ja? Also Sevilla ist eine super Stadt, jetzt nochmal von vorne, es ist ich bin dann aber da gewesen 2 Wochen und dann habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr in Europa. Ich bin jetzt irgendwo anders, in einem anderen Kontinent. Weil, also, da spricht keiner Englisch, 2015, da hat keiner Englisch gesprochen. Es war gefühlt, wenn du dich verabredet hast, da kam prinzipiell eine halbe Stunde später. Also, es gab viele Sachen, wo du sagst, ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Ja, ich habe ja mal länger in Mexico City gelebt und dachte auch, Mensch, Weltstadt. Und dann fingen die Leute mal an zu sagen, Tráfico. Der Tráfico ist so schlimm, ich komme eine Stunde später. Und dann kamen die teilweise nicht 1 Stunde, sondern 2 Stunden später. Und ich war schon wieder völlig im neuen Termin und habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass noch irgendjemand kommt. Ich freue mich manchmal auch über die deutsche Pünktlichkeit. Und ich glaube, diese Mischung macht's ja, ne? Und
wenn du jetzt aber trotzdem dieses Thema, und ich glaube, da kann jeder, der hier zuhört, man sagt ja immer, Reisen bildet sozusagen so. Und ich glaube, Reisen bildet, aber in einer Kultur mal eine Zeit lang zu leben, bildet noch viel mehr. Ja, du musst dich halt mit den Leuten beschäftigen, die da leben. Also du musst mit den Einheimischen, würde ich jetzt sagen, auch was zu tun haben. Ne? Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt da hingehe, Urlaub mache und habe mit niemandem was zu tun. Ja. Dann lernst du ja nichts kennen. Also da weißt du ja nicht, wie die ticken oder ja. Es gibt irgendwie so eine ganz kuriose Geschichte noch aus deiner Sevilla-Zeit, wo du völlig überrascht warst, wie das abläuft sozusagen? Es gibt einige gute Sachen. Also es gibt zwei Sachen. Also Klempner, wenn irgendwas im Haus angefallen ist, ich war ja meistens nicht da und dann kam er rein und hat dann immer gesagt, hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana, also bis morgen. Und dann irgendwann war ich nicht da und dann sagt er zu meiner Frau hasta lunes. Und sie wusste nicht, was lunes heißt. Ne? Und lässt die ganze Baustelle aufwerten, kleine Kinder. Ne? Und sie ruft mich an, was heißt denn lunes, lunes? Und da sage ich Montag. Ja, wir haben heute Freitag, der hat alles aufgelassen, ne? Und hat rumgeschimpft, ne? Und das ist denen dann auch scheißegal, ne? Das ist denen völlig egal, ne? Und er sagt auch keine Uhrzeit, wann er kommt, der steht dann einfach vor der Tür. Oder unsere Bekannte, die Spanier, die haben 5 Häuser weitergelebt. Für die ist es normal, wenn du viel mit denen zu tun hast, dass die unangekündigt vor deiner Haustür stehen. Also die schreiben dann nicht, ich komme jetzt mal vorbei. Die klingeln dann um 11 Uhr abends. Du machst die Tür auf und die laufen einfach rein. So ungefähr, was machen wir jetzt? Trinken wir noch ein Käffchen? Trinken wir noch was? Ne? Setzen wir uns auf die Terrasse. Und du so, ey, ich arbeite morgen. Wir haben Kinder, die schlafen, ne? Die müssen morgen zur Schule. Die sind da völlig entspannt. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie magst du das ja. Wie guckst denn du da drauf sozusagen? Nein, das war am Anfang war das total, hat mich das ein bisschen gestört teilweise auch, weil du immer so eingefahren warst. Nein, ich muss jetzt schlafen, ich muss jetzt das, ich muss jetzt hier. Und du legst das irgendwann ab und sagst, ja klar, kommt rein, ist kein Problem, da sitzt sich noch eine halbe Stunde hin und dann gehen die auch wieder, ne? Und also total easy. Manchmal auch ohne Pläne zu sein. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt einen freien Nachmittag habe, dann mache ich mir mal keine Pläne. Ja? So, genau. Und ich glaube, der Kontrast zu dem Anfang deiner Karriere und gerade in Deutschland, wo die Leute sagen, papp, man ist super durchstrukturiert. Es ist ja eigentlich so ein bisschen wie die Diskussion zwischen, okay, bin ich nur noch im Optimierungsmodus oder bin ich so ein bisschen im Genießermodus? Und ich glaube, jeder, ob als Unternehmer oder als Sportler, ist ja immer in dieser Zwickmühle so, genieße ich gerade zu viel und erreiche meine Ziele nicht? Oder bin ich völlig verbissen? Und wie guckst du denn da drauf? Sozusagen hast du da also mit deiner spanisch-deutschen, die Holländer sind, glaube ich, auch ein bisschen entspannter noch als wir. Genau, die sind auch sehr entspannt, was das angeht. Glaubst du, das ist manchmal auch der Schlüssel, dass man diese Balance? Ja, Balance ist unglaublich wichtig. Also einen richtigen Rhythmus im Leben zu haben, ist unfassbar wichtig. Ja? Und Aber wie findest du jetzt sozusagen also für mich ist es ganz einfach. Wenn ich jetzt sage, okay, wir machen jetzt einen Podcast und unterhalten uns 2 Stunden. Jeder wird jetzt sagen, ja, ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, ob das jetzt anstrengend für dich ist. Aber wenn es ein gutes Gespräch ist in den 2 Stunden, dann denkst du an nichts anderes. Du denkst nicht an was anderes. Und eigentlich sollte man nur 1, 2 Sachen finden, in denen du nichts anderes denkst. Also wenn ich jetzt 1 Stunde Paddle gehe oder 2 Stunden, dann denke ich nur an das Spiel. Oder wenn ich jetzt, keine Ahnung, abends was essen gehe mit meinen Freunden, dann bin ich da. Also immer Sachen, wo du dich rausziehen kannst. Ne? Muss man dann aber auch öfter mal Nein sagen zu Sachen? Oder viel mehr Nein sagen? Müsste man nicht? Ist nicht Nein eigentlich genau das, was einem dann den Freiraum gibt? Gerade Leute wie du hast ja vorhin schon gesagt, viele Anfragen gehabt für Gespräche. Ja, Nein sagen muss man ja, ja klar, ich meine, man muss auch manchmal Ja sagen, wo du keinen Bock drauf hast. Ne? Also das ist immer so ein Mix. Also. Ja. Aber also ich will eher so drauf hinaus, nach dem Motto, wenn jetzt, weiß ich nicht, wir sind jetzt in Barcelona, ich komme jetzt um 22 Uhr bei euch vorbei und jetzt hast du halt mal gar keinen Bock, weil du weißt... Nein, das sage ich aber auch. Okay, das muss man nämlich auch sagen, ne? Das sage ich auch. Ich bin dann
manchmal, meine Frau sagt so, ey, kannst du jetzt nicht machen. Da sage ich, nee, ich bin müde und ich will jetzt ins Bett. Und dann stehe ich auf und dann gehe ich ins Bett. Also, das ist, und wer das nicht versteht, keine Ahnung, also das mal, Ich träume ja immer davon, dass unsere Kinder mal nicht in Deutschland oder Spanien leben, sondern in den Vereinigten Staaten von Europa. Was können wir Deutschen uns denn noch so von den Spaniern oder Holländern vielleicht abgucken? Wo du sagst so, weil du hast ja viel darüber gesprochen, dass dir genau dieser kulturelle Schock in Spanien, Holland, aber auch in Spanien vor allem so, der hat dir so gut getan, das sagt mir, merkt man, aber sagst du ja auch häufig. Gibt es noch irgendwas, was man sich von den Spaniern außer diese, sag ich mal, Gelassenheit noch abgucken kann? Weil die Spanier sind ja also ich bin Tennis-Fan, die Spanier sind ja im Tennis, im Basketball, im Fußball, wahrscheinlich habe ich jetzt noch 3 Sportarten vergessen, wo sie auch irgendwie Weltspitze sind. Irgendwie scheinen die ja mit dieser guten Balance zwischen extrem harter Arbeit, aber auch irgendwie einer gewissen Lockerheit sehr weit zu kommen, ne? ja, ich will jetzt gar nicht so weit gehen zu sagen, wir sollten uns was abschauen. Ich finde es ja auch gut, dass wir diese kulturellen Unterschiede haben. Das macht es ja auch interessant. Ja, also was abzuschauen jetzt, ja klar, in gewisser Hinsicht ein bisschen Lockerheit wäre manchmal echt angebracht in gewissen Situationen. Ja. Wir sind schon, ist ja auch, wenn du in Deutschland in Norden, Süden, Osten, Westen gehst, ist ja auch total unterschiedlich. Ja. Ich meine, wir sind jetzt hier darf man sagen, deswegen? Ja, darf man sagen, wir sind in Köln. Köln ist ja auch eine Stadt, die sehr offen ist. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt nach Hamburg gehe, ist das genaue Gegenteil. Mhm. Wenn du, also genau, sorry, wenn ich da noch so ein bisschen bohre, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, dieser Mix zwischen Lockerheit und Verbissenheit, und du hast ja gesagt, du warst eigentlich eher so Perfektionist und verbissen, und ich kannte dich ja früher nicht, aber ich erlebe dich jetzt auch so ein bisschen irgendwie anders. Ist also ich glaube, das ist so ein bisschen, ich finde, du hast dich relativ häufig so in deiner Karriere neu erfunden sozusagen, wenn ich mir deine Karriere angeguckt habe. Du hast in Bielefeld eine ganz andere Rolle gespielt als in Schalke, dann HSV war wieder eine ganz andere Situation, dann Spanien, und du hast so sozusagen immer wieder so deine Rolle suchen müssen, und ich glaube, die ist jetzt so eine Mischung aus, du hast immer noch diese deutschen, du warst ja auch Mister Zuverlässig für deine Trainer, da gibt's diverse Trainer, die das gesagt haben, und hast aber gerade zum Beispiel diese ein bisschen Unzuverlässigkeit der Spanier irgendwie, ich finde, fast positiv hervorgehoben. Was macht denn daran, ist das dieses im Moment Leben, oder warum ist gerade der Heiko Westermann, der eigentlich der Mister Zuverlässig und Perfektionist ist, weiß genau das zu schätzen? Sorry, Nein, aber ich will nicht sagen, dass die Spanier unzuverlässig sind. Das ist ja, das kann man ja nicht behaupten. Nee, okay. Ich habe super Bekannte, die sind alle zuverlässig. Plus die sehen halt gewisse Sachen anders als wir. Die sehen dieses Thema, ey, ich bin ja da, egal ob ich jetzt eine halbe Stunde später komme oder 10 Minuten oder pünktlich bin. Ich bin ja da. Die sehen die Sachen nicht so eng. Ne? Für die ist das die Zuverlässigkeit, dass sie da sind, ne? Mhm. Okay, ich lasse dich da jetzt mal bei, Heiko, weil ich merke, sozusagen, das ist alles gut. Aber nee, ich weiß nicht. Also für mich, wenn ich jetzt arbeiten gehe, dann bin ich schon, also ich glaube, dass ich unter Stress am besten bin. Ich habe das irgendwie, wenn Zug drauf ist, dann bin ich da. Ne? Wenn richtig Zug drauf ist. Ne? Wenn es so Larifari geht, das ist nichts für mich. Okay. Wenn du sozusagen, also Larifari ist nichts für dich, aber wenn du sozusagen, du bist ja so ein High-Intensity, du warst ja auch in Hamburg so beliebt, weil du so ein High-Intensity-Spieler warst und so da warst und in dem Moment bist. Das kostet ja unheimlich viel Energie auch. Wie schaffst du es denn, oder was sind so deine Routinen, die du über die Zeit erarbeitet hast, dass du diese Energie auch dann in diesen Momenten hast? Weil viele Sportler ja sagen, sie sind immer auf diesem
auf diesem Level. Wir hatten darüber gesprochen, René Adler, ihr habt ja auch in Hamburg, glaube ich, zusammengespielt dann, hat gesagt, dass er immer dieses Anspannungslevel so lange hatte, dass er dann richtig runtergefallen ist und das für ihn ein Problem war. Wie machst du das jetzt? Weil ich stelle mir jetzt ehrlich gesagt so eine Saison beim FC Barcelona oder so stelle ich mir schon anstrengend vor. Ja, es gibt mehrere Tools für mich persönlich, die wir einfach gut tun. Ich meine, Schlaf ist für mich das Wichtigste, obwohl wir manchmal echt wenig Schlaf haben. Ist für mich das Schlaf das wichtigste Tool für mich, weil im Schlaf setzt du alles ab. Ob es körperlich, psychisch ist, setzt du alles ab in deinen Tiefschlafphasen. Das ist schon für mich eins der wichtigsten Tools, auch mal tagsüber zu sagen. Also ich bin kein Typ, den du jetzt 14 Stunden hier hinsetzen kannst und 14 Stunden durcharbeitet. Ich brauche zwischendrin eine Pause. Ich kann das nicht. Es gibt Menschen, die können das, aber ich nicht. Aber wahrscheinlich auch nicht über einen langen Zeitraum tatsächlich. Ja, aber ich kann es nicht. Ich brauche dann wirklich nach 6 Stunden brauche ich eine Pause, eine halbe Stunde. Wo manche vielleicht sagen, boah, jetzt ist er schon wieder müde. Naja, ich brauche eine Auszeit einfach für mich. Ja. Für mich persönlich. Ne? Ob es jetzt ein 20-Minuten-Nap ist oder ob es jetzt einfach mal 20 Minuten Gym oder whatever. Und das heißt, wenn du jetzt deinen Trainingsalltag hast, du fährst ja zum Trainingsgelände, bist dann da den ganzen Tag, das heißt, du hast dort dann irgendwie auch... Ich nehme 20 Minuten. Und dann legst du die irgendwo auf eine Liege, manchmal lege ich oder? mich auf den Boden oder Okay. im Gym und mache die Beine Weil hoch. dieses Thema Schlaf ist ja total unterbewertet. Also aus der Businesswelt, man gibt ja diese Wall Street Banker, die sozusagen, man nennt das ja All-Nighter, dass man die ganze Nacht durcharbeitet, ne? Sozusagen, es kommt ja erst in den letzten Jahren, diese Wichtigkeit von Schlaf. Und ich stelle mir das bei euch vor, wenn ihr Champions League irgendwo spielt, fliegt ihr nach dem Spiel meist nach Hause, ne? Das heißt, das Spiel ist um 11 zu Ende, oder? Oder halb, Viertel vor 11 oder was? Also, wann kommt ihr nachts um 3 zu Hause an, ne? Wie? Ja, 3, 4 Uhr, ja, so ungefähr. Oder selbst wenn ihr dann noch im und Hotel dann morgens seid. um 8 Uhr geht's wieder zur Arbeit und das ist halt wenig Schlaf, dann musst du halt irgendwie das kompensieren. Und dann machst du so ein Powernaps. Ja, Powernaps oder gute Ernährung ist auch ein großes Thema. Also sich gut zu ernähren. Viel Salat, Obst und so Gemüse zu essen. Umso mehr ich das esse, umso mehr Energie habe ich natürlich doch. Habt ihr das dann immer dabei sozusagen? Wir haben immer Köche dabei, ja. Okay. Und die wissen auch so ein bisschen, was ihr braucht. Das mag ja auch Ja, es gibt dann eigentlich für jeden was. Ne? Und aber wie gesagt, bei Schlaf, also ich kann nur jedem empfehlen, der nicht gut schlafen kann, was dagegen zu machen. Also das ist ein Muss eigentlich, was dagegen zu machen. Ja? Und dann gibt's viele Sachen, die einem... Was kann man machen? So, oder sag nochmal ganz kurz, also du versuchst jede Nacht dann wie viele Stunden zu schlafen? Also so 7,5 Stunden sind für mich top. Bist du in diesen Zyklen, diese 1,5 Stunden Zyklen? Machst ja, da bin ich... Ich habe auch in Corona oder vor Corona habe ich eigentlich damit angefangen. Es gibt ja die Armbänder, Uhren, genau, Ringe und sowas. Und dann habe ich damit angefangen, mal das auszuprobieren. Und habe es mal wirklich ein halbes Jahr getragen. Und da merkt man ziemlich schnell, was tut einem gut und was tut einem nicht gut, weil das messt ja auch alles, Sport. Und ich habe es dann aber irgendwann abgelegt. Weil was passiert am Ende ist, du schaust jeden Morgen da drauf. Machst dich abhängig von dem Score. Machst dich abhängig von jemand anderem, von der Uhr. Und bist ja nicht mehr, du kontrollierst dich ja nicht mehr selber. Also wenn ich jetzt, du hast jetzt morgen einen wichtigen Termin irgendwo, schaust auf die Uhr und sagst, du bist nur 60% regeneriert, dann sagst du, es kann ja nur ein Scheißtag werden. Aber wenn du nicht weißt und denkst, ja, war jetzt 7 Stunden im Bett, mir geht's gut. Und dann hast du keine Uhr. Und deswegen habe ich es auch ab und zu dann abgelegt. Ich habe es dann mal ein Jahr nicht getragen, dann habe ich es mal wieder getragen, um es mal wieder zu testen. Zurzeit trage ich nichts, werde es aber irgendwann mal wieder machen. Ja, ich habe tatsächlich auch. Ich habe mit dem Aura, mit dem Ring angefangen und habe es aber immer wieder auch ausgesetzt, um zu sagen, weil, genau wie du sagst, manchmal stehe ich auf, fühle mich super und sehe, mein Score ist nicht gut, aber manchmal umgekehrt, ich fühle mich total bescheuert und mein Score ist super. Ich glaube, da muss man auch auf sich selber fühlen. Aber das eine ist ja quasi die Zeit vom Schlafen, das andere ist Abschalten. Und also ich kenne das von meiner Welt, es ist schon schwer, irgendwie diese Probleme auszugrenzen, aber ich stelle mir vor, bei euch, dieser krasse Druck in dem Team,
Es ist immer was los, es wird immer irgendwie wahrscheinlich Gerüchte, Spieler haben irgendwie, werden nie alle 25 Spieler happy sein. Es gibt immer Fehler, die passiert sind. Es ist ja wirklich so eine High-Performance-Umgebung, in der du lebst. Und es gibt extrem viele Sportler, zu wenig, die darüber sprechen. Also Nils Petersen hat ja auch drüber gesprochen, wie der konnte nachts gar nicht mehr schlafen. Der sagt, er ist dann irgendwie abends um 8 hat er sich hingelegt. Alexander Zverev hat jetzt ja, Ja, ich glaube vor 2 Tagen, ne? ja, Also also, Wimbledon aus was dazu gesagt. aber das passiert ja hier sozusagen. Er hat Ja, ja ja, auch klar. gesagt, er hat ja ganz klar gesagt, it's not about the tennis, it's about my mind. Und ich glaube, jeder, der da draußen Sport macht, kennt das, dass man irgendwie diese Frische plötzlich nicht mehr hat. Ich glaube, es ist eigentlich ich muss ehrlich gesagt sagen, die Reaktion der Medien darauf finde ich total schlecht, weil eigentlich müssten die ihn erstmal dafür feiern, dass er das so offen sagt. Und Naja, einfach, war er in Deutschland nie jetzt der beliebteste Sportler, ne? Was natürlich auch, was natürlich ein Wahnsinn ist, wie wir unsere Sportler behandeln. Aber unfassbar, ja, unfassbar. aber das ist ein anderes Thema jetzt. Anderes Thema, aber er schafft es ja anscheinend nicht so, dieses abzuschalten. Und was machst denn du dann, um diese, weil du kannst Es gibt ja wahrscheinlich es gibt ja echt viele Tools. Man muss sie ja selber für sich finden erstmal. Das ist ja das Wichtige. Ich habe ja vorhin zu dir gesagt, du musst Sachen finden, wo du wirklich disconnected bist. Also wo du wirklich raus bist. Du denkst an nichts außer an das. Und wenn du es nicht schaffst, irgendwas zu finden, dann musst du meditieren. Aber das ist ja genau dieses Problem. Du hast ja vorhin von Paddel gesprochen oder wir machen einen Podcast oder so und sind da voll drin, es macht Spaß. Aber das Schlimme, und ich habe tatsächlich eine Studie gelesen von jungen Teenagern aus Amerika, eine riesige Studie, ich glaube von Harvard oder irgendwie sowas, da haben die Teenager gesagt, I don't want to have the silence. Ich möchte diese Ruhe im Büro nicht haben. Und tatsächlich, ich kenne auch viele, gerade Amerikaner, die lassen abends den Fernseher laufen zum Einschlafen. Das ist jetzt in Deutschland zum Glück noch nicht so verbreitet, aber du musst ja eben Du brauchst Ruhe, ja, genau. irgendwann. Wie kriegst du Und dann musst du das lernen halt. Dann musst du es lernen. Ich habe es auch gelernt 2005, 2006. Ich habe es gelernt zu atmen und zu meditieren. Habe es dann viele Jahre wieder nicht gemacht. Jetzt hatte ich wieder mal so einen Kurs gemacht. Und jetzt fange ich wieder damit an, weil man muss das lernen. Das ist ja nicht so, ich lege mich jetzt mal hin, habe da einen Atemcoach und bin jetzt mal eine Stunde weg. Und morgen läuft's, also auch da die Arbeit investieren. In das Ja, Thema. das musst du trainieren, weil so eine Meditation ist ja nicht, wie soll ich sagen, also erstmal musst du lernen zu atmen wieder, und dann musst du zu lernen, deinen Körper zu spüren, was ja viele Leute ja auch nicht können, was echt auch schwierig ist, jeden Teil von deinem Körper zu spüren. Und dann kannst du erst disconnecten. Und das braucht seine Zeit. Du hattest da deinen mittlerweile Freund in Bielefeld, ne? Ich fand deinen Appell gerade ganz gut. Ey Leute, wenn ihr nicht gut schlafen könnt, macht was dagegen. Was sind noch einfache Tools? Man sieht ja mal Erling Haaland, das Thema Handy. Also, wie lange guckst denn du aufs Handy? Liegt dein Handy neben deinem Bett? Ja, aber eigentlich nur zum Wecker. Ja, das Ja, sagen es ist viele. ist nicht gut. Ja. Ja, ich weiß, dass es nicht gut ist. Ja, aber ich bin jetzt keiner, der eine Stunde vorm Schlafen auf dem Handy ist. Okay. So durchscrollt. Also ich habe es nicht mehr in meinem Schlafzimmer, weil ich dann, wir haben ja noch ein bisschen kleinere Kinder, teilweise, wenn ich dann nachts wach bin, ist die Verlockung, das ist verrückt eigentlich. Eigentlich verrückt, weil ich habe einen sehr guten Schlafrhythmus mittlerweile. Deswegen, ich brauche das Handy außerhalb des Schlafzimmers. Aber das heißt, du versuchst die Schlafzeit zu bekommen, du machst Naps, du machst nicht mehr Handy vorher. Und gehst du noch über Atmung? Weil du hast ja als Sportler irgendwie einen sehr Ja, das hört sich jetzt alles hier so perfekt an, ne? Aber ich bin ja nicht perfekt. Also ich habe auch mein Handy abends, ne? Mhm. Und ich habe auch Tage, wo ich schlecht schlafe. Das ist ja ganz normal. Aber das Bewusstsein zu haben, dass es kein Dauerzustand sein darf, ne? Ne, genau, das Bewusstsein zu haben, okay, jetzt habe ich halt mal im Urlaub unregelmäßig geschlafen. Jetzt habe ich im Urlaub mal vielleicht eine Pizza zu viel gegessen. Aber das Verständnis dafür zu haben, okay, dann muss halt auch wieder in die andere Richtung. Ja. Nee, ich hack da so ein bisschen drauf rum auf dem Thema, weil Burnout ist ja all over the place als Thema. Und ich glaube schon, dass das
viel damit zusammenhängt. Ich hatte einen Vortrag gehalten über meine Learnings aus den ganzen Podcasts vor einiger Zeit und da saß ein Burnout-Professor und ich habe quasi gesagt, was ich bei Athleten sehe, was eigentlich gute Habits und gute Routinen sind, die aus meiner Sicht quasi helfen, dann dachte ich, der zerreißt mich danach. Und dann meldet der sich auch tatsächlich. Ja, und ich dachte schon so, oh Gott, also mir ging das Herz in die Hose. Und dann hat er auch direkt gesagt, Herr Hartmann, also das war jetzt alles so ein bisschen unwissenschaftlich hier, aber von meinen 10.000 Patienten, die ich irgendwie in den letzten Jahren hatte oder seit meiner Karriere, ich sag Ihnen, die alle diese 5, 6 Tools genommen hätten, die Sie gemacht haben hier, und das sind einfache Dinge, ne? Schlaf, Ernährung, Freundschaften, soziale Dinge, die Hälfte hätte nicht zu mir kommen müssen. Und deswegen hacke ich auf diesem Thema so rum und finde, dass schon Leute wie du, die in so einem, oder Menschen, die in so einem High-Performing-Umfeld das schaffen, dann irgendwie schon so ein bisschen auch, ich will dich nicht zum Vorbild machen, aber wenn jemand wie du sagst, hey, denkt an euren Schlaf, das ist, glaube ich, wichtig, weil ich glaube, viele, die im normalen Leben sind ja Athleten des Alltags, sage ich mal, und gehen auch abends schlafen. Die denken dann vielleicht nicht an den Klassiko gegen Real Madrid, die denken dann halt an die nervige Kollegin, die einem irgendwie das Projekt streitig macht oder so. Aber davon abzuschalten und auch abzuschalten können, ist, glaube ich, entscheidend. Viele machen ja auch was du ja gesagt hast, die haben ja gar keine Ruhe mehr. Die mögen das nicht, dass es ruhig ist. Ich kenne auch Leute, die dann arbeiten 12 Stunden und gehen direkt zum Sport und machen Sport. Und dann geht's weiter und weiter. Das Rädchen dreht sich immer weiter und weiter. Und die haben ja keine Ruhe. Ich war letztens in Barcelona laufen, war ganz lustig. Ich laufe so die diagonal hoch und dann irgendwann steht ein Mann neben mir an der Ampel, so 50 Katalane, und fängt mit mir an zu reden. Ich ziehe Ohrenstöpsel raus und fängt mit mir. Weil er dich aber auch erkannt hat, oder? Nein, Okay. einfach so. Okay. Fängt mit mir an zu reden und sagt so, also ich glaube, ich bin 15 Jahre älter als du. Fängt er so an, weißt du? Ne? Und dann erzählt er. Also wir haben nicht über den Job oder sonst irgendwas gesprochen, ne? Und sagt so, ja, und ich arbeite und jetzt ich laufe immer hier und da und ich war mal Extremsportler und hier und da und arbeite dann 12 Stunden, mach das, mach hier. Und dann sage ich irgendwann zu ihm, sag mal, und wann hast du mal Pause? Wie meinst du das? Ja, wann schaltest du denn mal ab? Nee, das gibt's bei mir nicht. Das hast du dem aber richtig auch angemerkt, dass der voll hippelig war, ne? Ja, die ganze Zeit. Und ich fand, wir sind dann wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde. Zum Glück ist er mit mir gelaufen, weil ich wäre niemals so lange gelaufen. Aber der hat dann erzählt die ganze Zeit, ne? Die ganze Zeit. Aber der kippt doch dann so, also da kippt man Ja, halt. irgendwann kippt er aus den Latschen wahrscheinlich. Ne? Ja. Ich achte immer tatsächlich bei Business-Meetings drauf, wenn ich so irgendwie gerade online, achte ich immer drauf, müsst ihr mal, wenn ihr im Zug sitzt oder so, darauf achten. Es ist erstaunlich, wie viele Leute die ganze Zeit sitzen und mit dem Bein zucken sozusagen und dieses Tippen mit dem Bein machen oder irgendein Körperteil in Bewegung halten müssen. Das ist meiner Sicht auch kein gutes Signal, weil sozusagen irgendwie also der Körper sollte auch in der Lage sein, einfach ruhig zu sein und nicht die ganze Zeit im Zug sozusagen zu tippeln. Sozusagen dementsprechend hast du recht. Ich glaube, man braucht diese körperliche Aktivität, aber man braucht auch die Ruhe. Gibt es sonst irgendeine, ich nenne das immer Energietankstellen für mich selber, wo ich so zur Ruhe komme? Du hast jetzt von Mittagsschlaf oder kurzen Naps gesprochen. Gibt es sonst irgendwelche Energietankstellen, die du so hast, die du vielleicht teilen würdest? Also gut, ich war jetzt in den Bergen, also die Berge geben mir schon viel. Aber ich war jetzt ein Jahr nicht. So gut, Barcelona hat so ein bisschen bergig auch. Ja, ne? ich auch sagen, ne? Da Das gibt mir schon gewisse Ruhe auch, ne? Wenn ich da oben bin irgendwo und hörst nichts. Aber sonst im Alltag irgendwas? Also im Alltag. Ja, ich würde nicht sagen, das gibt mir Ruhe. Es gibt mir einfach ein gutes Gefühl, jetzt morgens in die Sauna zu gehen, dann ins Kaltbecken. Ist schon so nochmal Geschichte, aber das ist mehr so Recovery. Machst du es täglich? Ich versuch's täglich zu machen. Dann morgens Sauna? Ja. Erst Sauna, dann Kaltbecken, oder? Ja, genau. Aber was ich jetzt erfahren habe, vor ein paar Wochen, da war ein Experte da, jetzt weiß mir der Name gar nicht mein, der hatte mir gesagt, wenn du in die Sauna, du gehst jetzt in 90 Grad Sauna und gehst danach in 5 Grad kaltes Wasser, auf gar keinen Fall machen. Das wusste ich auch nicht, weil der Körper, du musst dir überlegen, er sagt, der Körper hitzt sich extrem auf 90 Grad. Du gehst aus der Sauna raus und gehst in 5 Grad.
Also das ist ja höchst gefährlich für deinen Körper und das ist echt gefährlich auch für dein Herz. Ja, also mach erstmal eine 10-minütige Pause, dass sich dein Körper akklimatisiert und dann gehst du ins Eisbad. Weil das ist echt brandgefährlich. Okay. Ja, ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Auf Instagram sieht man es meist anders, würde ich sagen. Aber ich wusste das nicht. Und der geht in 10 Minuten in 0 Grad Wasser. Also der kennt sich aus. Der kennt sich aus. Ja. Wenn du jetzt so ein bisschen zurückguckst, du bist jetzt seit 6 Jahren, ne? 2019 hast du in Düsseldorf angefangen als Co-Trainer, glaube ich. Bist jetzt seit 6 Jahren Co-Trainer, warst einige Jahre auch beim DFB, haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Warst aber viel im Nachwuchsbereich. Du warst U19 bei Düsseldorf Co-Trainer, dann warst du U17, dann warst du U16 bis U19 beim DFB. U15 bis U19. Entschuldige, ich muss hier mal meine Vorbereitung verbessern. Ja. Ein Jahr rechnen wir weg wegen Corona. Danke dir für die Nachricht. Sozusagen, du kommst sehr stark über diesen Nachwuchsbereich eigentlich. Ist das so ein bisschen, wie du dir auch wie du die Karriere so ein bisschen geplant hast für dich, sozusagen, um in dieses Trainerding reinzuwachsen? Weil es gibt ja immer wieder, oder ist das einfach so durch Zufall, ist ein bisschen durch Zufall, hat sich so entwickelt, weil Ja, irgendwo musst du ja anfangen, ne? Ja. Nein, es war ja, ich wusste, dass ich nicht mal am Anfang, ob ich Trainer werden will. Also das ist ja immer, ich war in Wien, habe mich schwer verletzt und dann sagt mein Berater, ey, was machst du denn jetzt? Und dann sage ich, keine Ahnung, ich muss ja Reha erstmal machen. Und da sagt er, ja, da gibt's ein Programm in der Uni St. Gallen, Diplom für Sportmanagement. Das kannst du nebenbei machen, ist kein Problem. Und dann bin ich dahin und habe mein Diplom im Sportmanagement erstmal gemacht. Es ging über ein halbes Jahr, verschiedene Wochen und coole Leute kennengelernt, echt eine geile Uni. Auch mit Wolfgang Jennewein, der Professor, der da das leitet. Und bin so gestartet. Dann habe ich mich mit vielen Leuten getroffen, aus Wirtschaft, aus dem Sport und habe mich mit denen unterhalten. Und die meisten haben zu mir gesagt, du nimmst jetzt erstmal 4-5 Jahre Zeit und schaust dir alles an. Und dann kannst du immer noch entscheiden, was du... Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, wenn du mich gefragt hättest. Ja, siehst du. Und und ich habe mir dann alles angeschaut, bin viel gereist, habe mich mit verschiedenen Leuten getroffen, habe dann aber gleichzeitig irgendwann bei Fortuna angefangen in der U17 und habe dann ein Praktikum beim DFB noch zusätzlich gemacht und das beim DFB hat mir mega gut getaugt, weil du nicht die ganze Zeit eingespannt bist. Und wenn du ja beim DFB arbeitest, steht dir ja auch alles trotzdem offen. Also ich könnte jetzt eine Hospitation irgendwo anders ja auch machen. Wenn ich jetzt beim Verein bin, ist das schwierig. Ja. Und dann habe ich im DFB gesagt, Michael Schönweiz war damals der Chef von Joti Schatzer-Alexio, wenn ihr irgendwann eine Stelle frei habt, ruft mich an, habe ich Bock drauf. Ja, und dann kam der Anruf 2 Monate später. Ich habe bei Fortuna dann aufgehört und bin zum DFB gegangen. Und das war mega, weil ich natürlich 5 Jahre lang wirklich überall war. Ich war nochmal im Ausland, ich war nochmal in Spanien, ich war in Holland, ich war... Überall so ein paar Wochen Hospitation. Ja, genau. Was war so die, gibt's da eine Station, die dich so am meisten beeinflusst hast, würdest du sagen? Nee, eigentlich, es waren alle irgendwo top und haben mir weitergeholfen. Ob ich jetzt in Sevilla nochmal war, ob ich in Valencia war ich zum Beispiel, war auch super. Ajax Amsterdam, ich war ein Jahr da, von dem alles nichts mitbekommen, was ich da gelernt habe, in der 1 Woche oder 2 Wochen, wo ich hospitiert habe. Ja. Ne? Weil du schaust ja auch ganz anders dann drauf. Mhm. War in jedem deutschen Verein. Hast du die alles selber organisiert dann, oder? Ja, das habe ich ja selber organisiert, ja. Und dann habe ich in meinem letzten Jahr für den DFB habe ich eigentlich fast in jedem Bundesliga-Verein Vorträge gehalten. Ja. Und der DFB war schon für mich eine coole Zeit, um sich weiterzubilden. Ne? Und dazu habe ich nochmal zusätzlich viele Fortbildungen gemacht für mich. Genau, habe ich gesehen, dass du da viel gemacht hast. Ist das sowas, wo du sagen würdest,
wir haben ja so ein bisschen das Thema zweite Karriere von Sportlern. Und tatsächlich gibt es ja heute in modernen Lebensläufen von allen von uns, auch weil wir länger leben, länger gesund sind, länger wahrscheinlich auch arbeiten, so, sag ich mal, Kreuzungen im Leben, dass du eigentlich über dieses einfach mal überall reinzuschauen und dich fortzubilden, dass das einfach so, du hast nicht den Masterplan gehabt, sondern du bist über dieses Wissen aufsaugen, eigentlich hast du so deinen Weg gefunden, ne? Ja, genau. Kann ich jedem nur empfehlen. Also solche Fortbildung, ob es ein Speaker ist, ob es, keine Ahnung, Marketing oder whatever, also ich bin auch kein Typ, der ein Buch liest. Der bin ich nicht. Mhm. Also ich lese mal ein Buch, ja. Aber es gibt auch gute Bücher, klar. Aber ich muss es selber erfahren. Ich muss es selber erleben. Ja, und muss meine Sachen daraus ziehen. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, sowas zu machen. Und da gibt's echt coole Sachen mittlerweile. Wir haben ja schon gesagt, wir sind hier in Köln. Wir sind nämlich im Office von Athlete Capital. Und das ist ja auch nochmal so ein Thema. Das heißt, du hast deine Karriere, du machst Trainer und so weiter. Und on top, es gibt nämlich ziemlich viele Hüte beim Heiko Westermann auf dem Kopf, machst du auch ab und zu hier und da so ein paar Startup-Investments und so weiter? Oder was machst du noch so im Investmentbereich vielleicht? Oder wie hast du dich da aufgestellt, gerade in Richtung Startups? Ja, ich hatte wahnsinnig, da sind wir wieder beim Thema, ich hatte mit 18 meinen Finanzberater kennengelernt. Auch ein wahnsinniges Glück gehabt, einfach einen Typen kennenzulernen, einen seriösen Typen, der, Also du musstest keine Schiffsfonds kaufen sozusagen, ja? nein, Schiffhaus habe ich nicht. Sehr gut. Oder hatte ich nicht. Und mit dem ich einfach gut gefahren bin. Ne? Ich war jetzt, ich mache keine crazy Sachen. Ja? Und da war ich gut aufgestellt. Und ja, ich habe mich dann irgendwann, du lernst ja dann irgendwann nach der Karriere habe ich Leute kennengelernt, immer mehr. Und dann irgendwann kam dieses Start-up-Investment, wo ich mich am Anfang auch gedacht habe, boah, ey, tue ich mir schwer mit. Dann habe ich aber die Leute hinten dran kennengelernt. Und dann fand ich so viele Sachen, fand ich echt interessant. Ich fand es echt interessant, die einerseits die Leute zu unterstützen, die da hinten dran stehen, aber andererseits die Idee geil fand. Aber ich bin da jetzt auch, also im letzten Jahr habe ich auch nichts gemacht. Aber Weil es geht ja nicht alles auf einmal. Aber es ist für dich quasi fast auch wieder eine Fortbildung sozusagen, in diesen Startups aktiv zu sein? Kann man das so, lege ich Ja, da was Falsches ja. im Mund so ein bisschen, ja? Ja, ich bringe ja meine Expertise vielleicht da. Ich werde jetzt kein Startup investieren für Kaffeemaschinen oder sowas, ne? Also jetzt irgendwas Muss genau, irgendwie sondern was- es muss zu mir passen und ich muss das verstehen. Ich muss das Gefühl haben, ja, das passt. Meine Wahrnehmung als Nicht-Athlet und Sportler ist so, dass diese Karrieren immer so ein bisschen die zweite Karriere passiert so ein bisschen zufällig. Man sagt ja, Athletes die twice. Und du hast auch schon gesagt, diesen Thrill vom Fußballplatz kriegt man eigentlich nie wieder oder vom Tennisplatz oder was auch immer. Trotzdem hat die zweite Karriere so ein Riesenpotenzial. Ist dann sowas wie so ein Athlete Capital, die sozusagen was vermitteln, aber gleichzeitig vielleicht auch irgendwie so Sportler zusammenbringen. Es gibt hier noch Powwow auch in Düsseldorf, die das mit dem Jonas Bold und Moritz Fürste machen, ein paar anderen, dem Björn Borgerding von Düsseldorf. Müsste man eigentlich noch viel mehr Athleten nach der Karriere irgendwie vernetzen oder siehst du dann Bedarf? Ja, um genau diese absolut, Fortbildung- absolut. Ich finde, in Deutschland gibt es auch viel zu wenig, was das angeht. Wir haben ja unfassbar viele Sportler. Jetzt unabhängig vom Fußball, auch Olympische Sportlerinnen, ne? Mhm. Handball, Olympische Spiele, ich weiß nicht, Basketball. Gibt ja so viele Nischen auch. Und also du hast ja Unternehmen gegründet, du arbeitest in der Branche. Was will ein Unternehmen am Ende? Und die wollen genau die Attitude, was ein Sportler hat. Ja. Und ich glaube, man kann alles erlernen. Ne? Gewisse Tools kann jeder erlernen und nicht. Da machen wir viel zu wenig. Ich glaube, da müssten wir mal richtig was in Deutschland aufbauen. Also ich sage das immer so gerne zu jeder Sportlerin und jedem Sportler und wir haben ja auch einige Sportlerinnen hier im Podcast und Sportler, die aus sozusagen, ob es jetzt Badminton oder Hockey oder was auch immer ist, die halt denn kein Geld mit ihrem Sport verdient haben. Und ich sage immer, Leute, ihr habt eigentlich in eurer Profikarriere wie so eine Art
eure Profikarriere ist euer Harvard-MBA. Und da glaube ich fest dran. Das ist nicht, weil ich denen irgendwie gefallen will, sondern ich glaube da fest dran. Diese ganzen Skills, die wir jetzt in der letzten Stunde hier diskutiert haben, die du dir aneignen musstest, die kannst du halt, und diese Tools, ganz ehrlich, mein BWL-Studium, was ich gehabt habe, wo ich 4 Jahre gebraucht habe, das erkläre ich dir in 4 Wochen, ja. Weil da ist auch viel drin, was du nicht brauchst. Aber diese Skills zu erlernen, diese Soft Skills. Und ich glaube auch, dass Unternehmen viel mehr gucken sollten, Sportler einzustellen, die Werte vom Sport im Unternehmen leben, weil du hast es vorhin ja ganz schön gesagt, zwischen Schalke und HSV, unterschiedlichen funktionierenden Mannschaften. Am Ende brauchst du für den Erfolg im Beruf auch irgendwie die Leute aligned, die müssen happy zum Job gehen, die müssen wissen, was ihre Rolle ist. Also eigentlich alles, was wir letzte Stunde diskutiert haben, hängt irgendwie mit dem Sport zusammen. Und also ich würde mir auch wünschen, dass man da mehr sieht. Und Ja, und Sportler denken komplett anders. Also Sport verbindet. Für einen Sportler ist das, wenn du im Teamsport groß geworden bist, ist scheißegal, wo der andere herkommt. So ein Thema gibt's gar nicht im Sport. Also da kannst du mit 100 verschiedenen Nationen zusammenarbeiten. Das interessiert die am Ende nicht. Weil am Ende geht's ums Gleiche. ja, Wir wollen alle das Spiel gewinnen. ja, absolut, absolut. Also ich glaube, gerade in heutigen Zeiten, wo die Welt so ein bisschen auseinandergeht, Sport ist eigentlich das beste verbindende Element, weil da sind wir alle gleich, egal welche Sprache. Der Heiko Westermann, was hätte der gerne, gibt es irgendwas, wo du jetzt als Trainer quasi auf deine Mannschaften guckst, wo du sagst, das wäre was du gerne gewusst hättest als junger Spieler, so was dir extrem viel noch weitergeholfen hätte? Schwierige Frage. Ich habe noch eine andere, du kannst dann wählen. Soll ich da eine andere sagen? Ja. Ist, aber da bin ich wieder, ich muss es selbst erfahren am Ende, ne? Was würdest du denn, ich lasse dich aus der Frage ein bisschen raus, weil ich habe eine ähnliche, die, glaube ich, vielleicht noch anders beantworten kannst. Die frage ich oftmals am Ende des Podcasts. Was würdest du denn jungen Menschen, die entweder eine Profisportkarriere empfehlen oder einfach ihren Weg finden wollen? Und du hast ja deinen Weg ziemlich gefunden, von Alzenau über Fürth, HSV, Sevilla. Das hätte man ja nie so aufmalen können. Wenn dir einer mit 18 diesen Plan hingelegt hätte, gesagt, so passiert es auf jeden Fall nicht. Was würdest du jungen Menschen empfehlen, die so ihren Weg finden wollen? Und allen da draußen, müssen keine jungen Menschen sein. Also ich fühle mich auch noch jung, obwohl ich ein bisschen älter bin. Also es wär auf jeden Fall sinnvoll, sich was zu suchen, erstmal auszuprobieren, viele Sachen, und was zu suchen, was einen Freude bereitet. Also wenn ich 40, 50 Stunden die Woche mit was verbringe, mit einer Arbeit verbringe, dann sollte sie schon über 50% Freude bereiten. Ja? Und das ist schon mal ein Thema, wo wir, glaube ich, in Deutschland noch einiges Aber wie machen schafft müssen. man das? Weil oftmals sind dann doch die Menschen, die sagen, ach ja, ich muss aber auch meine Brötchen verdienen für den nächsten Monat. Ja, es ist natürlich nicht einfach. Also, aber natürlich die jungen Leute haben es noch selber in der Hand. Die jetzt, ich sage das meinen Kindern auch immer. Natürlich, die heutige Jugend ist darauf eingestellt, zu sagen, höher, schneller, weiter. Wo verdiene ich am meisten? Okay, das muss ich studieren. Und da sage ich, nee, du musst das studieren, wo du happy bist am Ende, wo du gerne hingehst. Du musst mit Leuten arbeiten, mit denen du bist, also wo du auch wirklich mit denen auch Spaß hast zu arbeiten. Schwierige Situationen werden immer kommen. Ich kann ja auch nicht, ich gehe nicht zur Arbeit und sag, jeder Tag, 350 Tage, die waren einfach so geil. Jeder einzelne Tag, jede Minute. Nee, ist nicht so. Würde ich ja nicht glauben. Nein, aber du verlierst auch ein Spiel, du hast auch einen Scheißtag mal, und das ist ganz normal. Mhm. Und eine abschließende Frage, die mich einfach persönlich sehr interessiert. Aus deiner ganz persönlichen Sicht als Heiko Westermann, ihr habt in Barcelona eine unglaubliche Saison gespielt, ihr habt 3 Titel gewonnen. Du bist jetzt das ganze Jahr in Spanien gewesen. Und ich habe tatsächlich so gedacht, so wow, hier wurde eigentlich nur darüber geredet, dass ihr in der Champions League im Halbfinale ausgeschieden seid. Ja, fand ich nach meiner Wahrnehmung. Da wurde mehr darüber geredet als über die Titel, vor allem, wo der Verein auch die letzten Jahre war. Das war ja eben nicht mehr alles nur Selbstläufer. Wenn du so auf deine Zeit und eure zieht, worauf seid ihr so am meisten, oder worauf bist denn du, nicht ihr, sondern worauf bist denn du am meisten stolz?
Ich bin stolz, erstmal mit so einem Team zusammenzuarbeiten, mit so einem Staff, mit so einen Leuten an meiner Seite. Natürlich auch andererseits dankbar Hansi Flick, dass er mich mitgenommen hat. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Also für mich nicht. Dann für mich gibt das viel mehr, wenn mich jemand anruft, ob es jetzt in England ist, ob es jetzt in Deutschland ist, wenn mich jetzt jemand anruft, der mit Fußball noch nie was am Hut hatte und sagt zu mir, Scheiße, ab dem Zeitpunkt, wo du in Barcelona warst, ich hab fast jedes Spiel geschaut. Und ihr habt eine Energie und einen Spaß verbreitet. Ich schaue jetzt jedes Spiel von euch, ne? Und das gibt mir ja viel mehr als jeder Bericht in der Zeitung. Wenn du Leute begeistern kannst, und darum geht's ja am Ende, darum werden wir ja Trainer. Spürst du das vor allem in Barcelona auch? Ja, Wahnsinn. Unfassbar. Die Leute sind so dankbar. Und dafür bist du ja Trainer. Also ich bin ja nicht Trainer geworden, um mich selbst zu verwirklichen. Ich bin Trainer geworden, um Leute zu begeistern, um Spieler besser zu machen. Ja. Es ist gelungen im letzten Jahr, ja. Nein, ich bin ja nur ein kleiner Part davon. Ich bin ja nur ein kleiner Part und ich gebe meinen Teil dazu. Alleine kann ich sowieso nichts machen. Und selbst wenn ich mal irgendwann Cheftrainer bin, brauche ich ja die ganzen Leute an meiner Seite, die mich besser machen, die den Teil ausfüllen, was ich nicht so gut kann. Ja. Heiko, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe hier noch, du siehst auf meiner Mindmap noch einige offene Punkte, aber das machen wir mal bei Teil 2. Wenn es den irgendwann mal vielleicht in einigen Jahren gibt, dann gibt es wieder ein paar neue Erfahrungen. Ich bin gespannt, wie es dann weitergegangen ist. Ich danke dir für die Offenheit. Ich glaube, da kann man viel, viel mitnehmen, was du gesagt hast. Ich habe hier so viele Stichpunkte mir gemacht, wo, glaube ich, jeder für sich irgendwie was mitnehmen kann, wie das angeht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg auf deinen weiteren Stationen. Danke dir, Marc. Hat mir ja echt Spaß gemacht und ich hoffe, irgendwann mal in ein paar Jahren wiederholen wir das. Machen wir das. Ja, brauchst dich nicht committen. Das machen wir irgendwann mal. Vielleicht. Also, Dankeschön. Ciao an alle. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen, Kritik, Anregungen oder sonstigen Punkten, schreibt uns doch in die Kommentare oder kontaktiert uns direkt. Wir freuen uns wirklich über jegliches Feedback. Bitte vergesst nicht, uns zu abonnieren, uns zu bewerten und checkt auch unsere Kanäle auf Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn aus. Zu guter Letzt einen großen Dank an das Producer-Team um Moritz Gessel, Pierre Fornell, Benjamin Kapell und Lukas Sorrentino. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge.